Servus, schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Da ich ja das ein oder andere Klebeband hier habe, habe ich mir überlegt, da baue ich mir so einen Schrank, in dem dann die ganzen Klebebandrollen alle so nebeneinander reinkommen, somit dann schön geordnet sind und mir nicht mehr so dumm rumfliegen. Und wir fangen jetzt erstmal an, das zu bauen, wo dann später die Rollen reinkommen. Dazu habe ich mir jetzt erstmal irgendwelche Bretter geholt, um euch das mal zu zeigen, wie ich mir das vorstelle. Die Bretter kommen dann später so aufeinander, hängen dann so in so einem V in dem Regal drinnen. Oder es sind die Böden, wie man es nennen mag. Und hier kommen dann diese Rollen rein und sind dann so fixiert. Jetzt ist es aber so, dass da vorne ziemlich viel Luft ist. Und um das zu reduzieren, müssen wir die Bretter nur schräger machen, also flacher. Und um jetzt herauszufinden, welchen Winkel wir hier dann später brauchen, müssen wir das Ganze testen und uns verschiedene Winkel anschneiden. Hier hatten wir ja 90 Grad, also einmal bei dem Brett hätten wir 45 angeschnitten und hier 45. Da hat es uns ja nicht so gefallen. Und jetzt mache ich einfach mal bei einem Brett, also bei den Brettern 30 Grad und einmal 35 Grad und schaue mir, was so passt. Okay, ich habe mir jetzt zwei Bretter auf 30 Grad zugeschnitten. Und wenn ich jetzt hier eine Rolle reinmache, seht ihr, dieser Abstand da vorne, der hat sich ziemlich verringert und so können wir das auch lassen. Und das nächste, was wir machen, ist erstmal zu gucken, wie breit wollen wir überhaupt das Regal. Dazu legen wir uns diese ganzen Rollen nebeneinander hin, auch mit ein bisschen Abstand und messen dann aus, wie breit wir es haben wollen. Ich lege mir die jetzt einfach mal hier so hin, mit so ein bisschen Abstand drinnen. Einfach mal so. Dann müssen wir natürlich auch gucken, wie viele Reihen wollen wir machen, also wie viele Regalböden oder so. Ich habe mich jetzt entschieden, wie ich es mache. Ich mache so 4 Böden, also so Abtrennungen halt, wo die dann reinkommen. Und Breite mache ich 40 cm, das passt ganz gut. Dann habe ich dann noch ein bisschen Luft und es passen schön alle drauf, die ich so habe. Was ich jetzt fast noch vergessen hätte, wir müssen ja wissen, wie hoch die Bretter sein sollen. Dazu nehme ich mir die größte Rolle, das ist jetzt hier bei mir die da. Leg die hier rein, schau, wo die aufhört aufzuliegen und mach mir oberhalb eine Markierung hin. Also ein bisschen oberhalb, ein bisschen lassen wir schon Platz. Mach mir hier eine Markierung und dann schneiden wir später da ab und dann ist das Brett auch nicht zu lang und sieht schön aus.
Gut, dann können wir die ganzen Sachen jetzt auch schon zusammenleimen. Ich habe mir jetzt hier eine Aluleiste genommen. Jetzt nehme ich mir die ersten 2 Teile, lege die hier bündig dran, also an die Aluleiste, lege die dran. Schau, dass die ausgerichtet sind. So. Nehme mir Klebeband. Pack da Klebeband drauf. Kann jetzt das Ganze umdrehen. Mir da einmal Leim reinschmieren. Aber wirklich auch nur wenig Leim, das drückt es nämlich alles raus. Okay, da kommt ein bisschen mehr jetzt. Ist ja nichts rausgekommen. So. Dann klappe ich das Ganze zusammen und fixiere das nur mit Klebeband. Befestige ich hier einmal, mache das stramm dann drüben fest. Hier vorne auch. Anziehen, drüben festmachen und in der Mitte machen wir es auch einmal. Wieder anziehen und drüben festmachen. Den Leim, der jetzt in der Mitte rauskommt, den können wir mit dem Finger einfach wegwischen. Und das mache ich jetzt bei den restlichen 3 auch. So, jetzt habe ich die 4 Bretter fertig. Jetzt müssen die nur noch trocknen, aber wir können schon in der Zwischenzeit weitermachen. Okay, in der Zwischenzeit, wo die Dinger jetzt trocknen, können wir schon weitermachen mit den Seitenteilen. Ich habe mir jetzt hier schon mal die Seitenteile zugeschnitten. Ich habe das Ganze jetzt 14 cm breit gemacht. Und zwar habe ich das so ausgemessen, diese Halterung hier, die ist 12 cm breit. Und dann habe ich auf jeder Seite noch 1 cm dazu genommen. Und jetzt fange ich einfach mal hier unten an, das erste schon hier drauf zu stellen. Von unten mache ich so, wie viel machen wir? Mache ich 3 cm Abstand. Richte mir das hier aus. Nehme dann diese nächste. Und jetzt brauchen wir die größte Rolle. Die setzen wir uns jetzt hier mal rein und schauen, wie viel Abstand wir dazwischen brauchen, um die schön rauszuholen. Okay, das würde jetzt hier so reichen. Dann schauen wir mal, wie viel das ist. Es wären jetzt 18 cm, ich gehe aber auf 19 cm. Wenn ihr die jetzt ausgerichtet habt, dann fahren wir die jetzt einfach hier einmal nach, denn ich dübel das dann später. Und dann sehen wir genau, wo wir bohren müssen. Genau. Machen wir jetzt hier noch eine Markierung. Und von dieser Markierung gehe ich jetzt meine 19 cm nach oben. Mache mir hier einen Strich hin. Übertrage den Strich wieder leicht. So. Nehmen wir jetzt nochmal die eine hier. Und auch die zeichne ich wieder einmal außenrum an.
Einen Tipp aber noch, legt die Seitenwände nebeneinander hin und übertragt diese Linien auf das andere Brett, weil dann habt ihr an der gleichen Stelle später diese, wie nennt man das denn? Ja, halt diese Halterungen, diese Dinger halt, ne? Und das Ganze mache ich jetzt mit allen Vieren bis hoch. So, nachdem jetzt alle Teile fertig sind, die Seitenwände, da habe ich jetzt oben 13 cm noch überstehen lassen und dann abgeschnitten, damit einfach die oberste Rolle, die dann da drin steht, nicht noch gehalten wird und nicht rausfällt. Außerdem habe ich die ganzen Teile noch markiert, denn wenn ich später, ich möchte das Ganze dann dübeln und damit die Dübel dann später zueinander passen und ich nicht lang suchen muss, habe ich das einfach noch schnell markiert. So, dann fange ich jetzt erstmal an, hier überall die Dübellöcher zu bohren. Das ist eine ganze Menge. Dazu habe ich mir hier so ein kleines Jig gebaut. Den kann ich nämlich hier anlegen und kann von oben gerade reinbohren und bin immer mittig von dem Brett. Einfach ganz schnell zusammengeschustert. Und dann würde ich sagen, let's go. Nachdem ich jetzt hier überall die Löcher gebohrt habe, müssen da auch noch Löcher rein in die Seitenwände. Und um die Löcher hinzubekommen, nehme ich mir solche Dübelspitzen. Die haben hinten den Durchmesser von dem Loch, bei mir jetzt 8 mm und vorne eine Spitze. Und die passen dann hier rein. Einmal so. Und dann kann ich das nämlich mir hier so draufstellen. Gebe leichten Druck drauf und habe hier eine Spitze drinnen, also den Punkt, und sehe genau, wo ich dann da reinbohren muss. Also erstmal hier überall die Spitzen reinmachen. Dann stellen wir uns das jetzt hier hin, richten uns das Ganze wieder aus, geben von oben ein bisschen Druck drauf. Dann habe ich jetzt hier 4 Abdrücke, die bohre ich jetzt. Das mache ich bei allen 4 jetzt auf der Seite, auf der anderen Seite dann auch noch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach einer weiteren Ewigkeit später sind jetzt alle Teile gebohrt. Ich habe übrigens die ganzen Teile, also die Kanten, nochmal schön geschliffen. Die Striche habe ich wegradiert, damit es dann später schön aussieht. Und dann können wir jetzt schon anfangen, das Ganze zu verleimen. Also hier jetzt erstmal in jedes Loch schön Leim reinschmieren. Dann überall Dübel rein.
Gut, und jetzt setzen wir die ganzen Bretter hier drauf. Klopfen die einmal von oben fest. Nehmen uns das nächste. Machen das gleiche bis oben hin. Bauen das Ganze jetzt nochmal auseinander, weil ich den Leim vergessen habe. Also jetzt das Ganze nochmal, und zwar hier auch Leim rein. Und erst jetzt drauf. So, und wenn ich jetzt nicht alles falsch gemacht habe, dann sollte das da drauf passen. Mal schauen. Nach einer kleinen Fummelei passt es drauf. Jetzt schlagen wir das noch kurz fest. Ist richtig cool, passt zusammen, freut mich. Kleiner Tipp, sägt alles mit der gleichen Einstellung, also alle Teile, die gleich lang sind, mit dem gleichen Winkel, alles mit der gleichen Einstellung sägen oder beziehungsweise bohren, dann passt es auch. Ich gurte das jetzt noch zum Trocknen einfach fest, damit es in der gleichen Position bleibt. Und wenn ihr jetzt auch nicht so breit Schraubzwingen habt wie ich, dann benutzt einfach einen ganz normalen Spanngurt. Den hat bestimmt jeder daheim. Der tut's auch. Denkt da nur dran, zieht's nicht zu fest an, ne? Und schon ist es fertig, das gute Regal. Ich habe mir jetzt hier noch eine French Cleat Leiste dran gemacht. French Cleat ist einfach nur eine Leiste, die ist hier auf Gärung geschnitten. Die Leisten, die an der Wand hängen, haben auch eine Gärung dran. Und somit kann ich das dann ganz einfach dranhängen. Und die ist auch wirklich fest. Jetzt befülle ich noch das Ganze. Hier oben mache ich jetzt so Zupackungen noch rein. Dann mache ich da unten das Klebeband hin. Und ihr seht, da passt echt Klebeband in jeder Form hin, in jeder Breite, in jeder Dicke. Und schon ist euer Klebeband schön aufgeräumt. Außerdem ist es ziemlich platzsparend, da das Regal sehr schmal ist. Ihr könnt es natürlich von den Fächern variieren, wie viel ihr haben wollt. Ihr könnt mehr oder weniger machen. Ich würde mal wieder sagen, es ist ein sehr gelungenes Projekt geworden. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr wollt, auch gerne mal ein Abo. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Projekt. Bis dahin, Servus.